Hey Hosters und Sternchen, was geht? Ich wurde gefragt, ob ich mit Donner und mit Hornet beides mit dem XT-Skin spielen kann und natürlich kann ich das machen. Außerdem, die Hälfte von euch hat noch immer nicht abonniert. Und um euch die Entscheidung ein bisschen zu vereinfachen, wenn wenigstens eine Person auf den Abo-Button drückt und ich werde das kontrollieren, dann könnte ich ja vielleicht im nächsten Video einen legendären Container öffnen. Wer weiß? Ja, also fühlt euch gezwungen. Gut, ansonsten Like da lassen, abonnieren, das alles hilft und ja, warum? Weil manchmal dann doch das Glück besteht, dass die Videos irgendwelchen Leuten angezeigt werden, die dann interessierterweise hier mal zuschauen und auf einmal die Welt oder Tanky Online nicht mehr verstehen, weil sie halt schon 12 Jahre oder so nicht mehr dieses Spiel angerührt haben. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, weil das dann auch im letzten Livestream kam, warum kann man denn zum Beispiel nicht alle Versorgungsgegenstände gleichzeitig aktivieren? Andere können das, ich kann das irgendwie nicht. Warum ist das so? Und die generelle Frage ist halt, wie bekommt man es denn hin, als alter Spieler irgendwie wieder Fuß zu fassen in diesem Spiel? Ja, man kennt noch das Tanky von damals, aber das Tanky Online von damals ist ja nicht das Tanky Online, was es jetzt gibt. Ja, in der Zwischenzeit hat sich ja vieles getan und wir haben viele neue Sachen hinzubekommen. Also abgesehen von den schwebenden Untersätzen oder auch natürlich eine neue Waffe, die eventuell mal das Licht der Welt erblickt hat, Tsunami. Ja. Aber auch klar, natürlich Drohnen, Variationen. Wir haben keine Schutzfarben mehr, sondern Schutzmodule, was ich halt persönlich besser finde, weil man sich da auch streiten kann, aber ich finde das jetzt erst einmal generell besser. Ja, solche Dinge sind ja hinzugekommen. Wir haben Granaten und so weiter. Also da sind ja viele Sachen, die es damals nicht gab. Und wie gesagt, die Frage war dann halt so, was könnte man denn machen, um den Einstieg sich selber ein bisschen zu vereinfachen? Dann habe ich mich aber auch gefragt, also wie habe ich denn überhaupt damals Tanky Online angefangen zu spielen und halt für mich entdeckt, was sich für mich persönlich lohnt oder auch nicht. Ja? Wie haben das denn andere gemacht? Also irgendwie muss es ja funktioniert haben. Dass man halt natürlich von Anfang an nicht alles weiß, das ist klar. Aber wie kann man sich denn, sage ich mal, schnell auf einen aktuellen Stand bringen? Vielleicht kann man da Parallelen ziehen. So wie damals habe ich halt einfach mal Sachen ausprobiert. Ja, also halt geschaut, was nehmen die Gegner, was nehmen meine Leute im Team. Und das ist ja wirklich unglaublich, was der mir hier schon wieder zumutet. Das ist ja schrecklich. Habt ihr das gesehen? Ich konnte gar nichts mehr machen. Boah. Ja. Geschaut, was hat sich gelohnt und ansonsten halt erst einmal ausprobiert. Also das, was man gerade so freischalten konnte, habe ich mir geholt und dann mal ausprobiert, weil ich halt gesehen habe, natürlich bei den Gegnern, beispielsweise Railgun, den ersten Gegner, den ich mit Railgun damals gesehen habe, und wir reden hier natürlich von 2010, also das Ganze ist schon Ewigkeiten her, aber da habe ich große Augen gemacht, ja, weil der erste Railgun-Spieler, der mich dann angeschossen hat, da habe ich gesehen, meine Güte, wie viel Schaden macht denn der? Das ist ja so eine krasse Waffe, da wollte ich natürlich dann Railgun haben. Bei Firebird genau das gleiche, als ich gesehen habe, also das war dann natürlich vor Railgun, aber als ich halt gesehen habe, dass Leute mit Firebird spielen können und oh, das ist ja voll cool, du kannst die Panzer verbrennen, ja, dann nehme ich halt das, ne? Und erst einmal natürlich halt ein bisschen ausprobieren, ja, und schauen, was einem so gefällt. Aber man kann sich das Ganze natürlich jetzt einfach machen aus meiner Perspektive und sagen, ja, lies doch einfach die gesamte Tanky-Wiki durch, ja, mach das und dann weißt du, was hier abgeht. Und kennst dich aus, aber das wird natürlich keiner machen, ne? Das ist klar. Aber ich würde sagen, ein guter Schritt wäre halt erst einmal zu schauen, was nehmen denn die Gegner. Wobei man da wahrscheinlich auch dann irritiert ist, wenn man dann halt eben irgendetwas nimmt und feststellt, das ist ja doch gar nicht so gut. Ja, weil heutzutage ist es nicht so wichtig, was für eine Waffe du nimmst oder was für einen Untersatz du nimmst. Gut, bei dem Untersatz ist es weniger relevant, aber bei der Waffe umso mehr. Ja, da ist es halt egal, im Grunde egal, was du nimmst. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, ist, habe ich dafür eine gute Variation, ja oder nein?
Ne, das sage ich schon so oft, dass ich könnte hier wieder einen Knopf machen, der das auch wieder runterbetet, ja, weil es halt immer wieder das Gleiche ist. Aber es kommt wirklich nur noch auf die Variation an. Natürlich, du musst halt die Waffe auch entsprechend verbessert haben, um halt den maximalen Schaden rauszuholen, das ist klar. Ja? Aber selbst wenn du die Waffe nicht komplett voll verbessert hast, aber du hast eine gute Variation, dann gleicht das schon vieles aus. Ja, also jemand, der halt Donner voll verbessert hat, aber keine gute Variation hat, wird vielleicht schlechtere Karten haben als jemand, der Donner nicht voll verbessert hat. Also natürlich trotzdem MK7, das sollte schon das Minimum sein, aber wer halt eine bessere Variation hat, wird da halt ein einfaches Spiel haben als jemand, der keine gute hat. Ja, deswegen halt da natürlich auch, wie gesagt, ich wiederhole mich, ja, das ist halt, das ist so gefühlt Standardwissen, ja, weil ich das schon so oft gesagt habe, aber es gehört halt nun mal dazu, ja. Klar, Guides können natürlich auch helfen, das ist klar. Und bei den Drohnen ist es mir halt aufgefallen, wenn halt auf einmal Leute sich einen neuen Account machen und wie gesagt, sie kennen noch das alte Tanky und denken, okay, also entweder ich kann alles gleichzeitig einsetzen oder sie haben noch etwas länger gespielt und dann auch mitbekommen, dass ja damals Tanky diese Smart Cooldowns eingeführt hat, dass du halt nicht wild auf einmal alles aktivieren kannst, sondern natürlich Cooldowns hast, ja, abhängig von dem, was du halt gerade ausgewählt hast. Wenn die das noch miterlebt haben, dann kennen sie das auch noch, ja, aber sind halt trotzdem irgendwie ein bisschen verwundert, warum das halt nicht funktioniert. Ja, also, der nächste Guide, weil das halt etwas ist, was viele schnell, sage ich mal, bemerken, die halt dann wieder reinkommen, ist das Thema mit den Drohnen. Ja, die Frage, die dann kommt, was für eine Drohne hast du denn? Ja, was soll ich denn nehmen? Was lohnt sich? Was gibt es denn überhaupt alles? Und so weiter. Also, da stellen sich natürlich schon ein paar Fragen. Ja, gar keine Frage. Ja, aber man ist halt ein bisschen erst einmal verwundert, ja, weil man natürlich, also ich meine, ich würde jetzt auch nicht jeden Text lesen, der mir angezeigt wird in einem Spiel, sondern halt im Grunde einfach ausprobieren, ja. Versuch macht klug und dann guckt man einfach, was man halt hinbekommt oder nicht. Ja, aber der nächste Guide, den ich machen werde, und das geht auch etwas schneller als halt dieser Mammut-Guide zu den Variationen der Waffen. Erst einmal die ganzen Drohnen sich mal anschauen, ja, und dann mal die Unterschiede da, ja, anzeigen, ne? Das ist, oder aufzeigen. Das ist, denke ich mal, etwas, was auch dem einen oder anderen helfen könnte. Ja, also klar, ich kann halt versuchen, da ein bisschen sage ich mal, Arbeit zu leisten, ja, und in dieser Form Hilfe anzubieten, was das Ganze angeht, ist halt natürlich auch eine Möglichkeit, um halt nicht immer wieder alles wiederholen zu müssen, sondern halt einfach dann auf irgendetwas verweisen zu können. Ja? Also wie gesagt, das ist etwas, was ich dann klar natürlich auch gerne mache, ja, extra für euch. Ja? Aber nochmal zu der Frage zurück, wenn es jetzt natürlich diese Guides nicht gibt, ja, wie geht man das denn an? Ja, ist eine schwierige Frage, ne? Ich habe mir halt ein paar Gedanken dazu gemacht und dieses Ausprobieren ist halt schon eine gute Sache, ja, die man halt machen kann. Also natürlich mit der Zeit kriegt man alles hin oder sag ich mal, lernt, ja, dazu, was es halt Neues gibt und was sich so getan hat und so weiter. Aber, ich muss mal ganz kurz wegfahren. Moment, lasst mich mal bitte durch. Eieieiei. So, wir gehen hier durch, wir gehen da durch. Wieso verfolgt er mich? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich möchte doch einfach nur meine Punkte machen. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. So, gut. Ja. Aber, wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal den Gedanken irgendwie zu Ende zu bringen. Sich halt anzugucken. Also wirklich erstmal ausprobieren, ne? Ich bin schon ein Freund davon zu sagen, einfach mal ausprobieren. Ne? Also einfach mal die eine oder andere Partie spielen und schauen. Ja? Und dann halt natürlich auch einfach mal in die Garage reingucken. Ja? Das sind so die zwei Dinge, die ich mal machen würde, ja, wenn ich halt neu anfange. Erst einmal spielen, gucken, wie hat sich denn Tanky Online verändert. Also wirklich mal sehen, ja, wie laufen die Spiele jetzt ab. Damit man ein Gefühl dafür bekommt. Und man sieht ja dann auch vielleicht,
was sich lohnt. Ne? Und dann einfach mal auch in die Garage schauen. Also vielleicht bevor man anfängt, einmal in die Garage gucken, ne, das ist klar. Und dann sieht man ja auch, was es auf einmal da Neues gibt. Ne? Und auch wenn ich natürlich ein Problem mit den Texten habe, die Tanky Online da manchmal anbietet, also nicht manchmal, öfters anbietet, und das ist halt auch schon etwas, was ich gesagt habe, also es gibt für dieses Spiel noch einige Verbesserungsmöglichkeiten, ja, die würde ich schon gerne noch sehen, aber da kann ich natürlich aus Spielersicht nicht viel machen. Aber ihr wisst, die ganzen Informationstexte, das ist halt für mich ein Graus. Ja, diese ganzen Informationstexte, wo einfach keine Zahlen drinstehen, das ist, finde ich, einfach. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Du kannst halt nicht sagen, diese Sache macht deinen Angriff stärker, diese Sache, keine Ahnung, bringt dir mehr Panzerung, wenn du nicht weißt, wie viel. Ja? Es wäre doch schön zu wissen, ob jetzt die Waffe beispielsweise 20% mehr Schaden macht, ob mein Panzer jetzt 30% mehr Panzerung hat. Das wäre doch schön zu wissen, ne? Aber ja, leider nicht und das ist halt unschön. Ja? Ich hoffe, das wird halt eines Tages ausgebessert, weil ich kann halt nicht jedes Mal sagen, ja, guck halt ins Tanky-Wiki, ja, oder warte, bis ich einen Guide dazu mache, wo ich die Zahlen halt lese. Mehr mache ich ja auch nicht, ne? Ich kann mir das ja auch nicht auswendig merken. Ich muss ja auch reingucken, was es da so alles gibt und was da drin steht. Ja, aber wie gesagt, es wäre halt natürlich schön, wenn das von Tanky Online direkt gemacht werden würde. Das würde halt auch vielen Spielern helfen, wenn sie halt gleich sehen, ob das was bringt oder nicht, ja, weil, ja, mehr Schaden ist cool, aber wie viel Schaden? Ja? Sehr viel Schaden? Weiß man nicht. Ja, nee, aber natürlich Garage, in die Garage schauen, das sollte man machen und, ja, sich halt ein bisschen vertraut damit machen. Ja, das klingt halt natürlich so nichtssagend und blöd, aber wie will man das denn sonst anders angehen? Oder, also, was macht man denn ansonsten, wenn man halt ein neues Spiel ausprobiert? Wenn man halt keine Ahnung hat von dem. Ne? Man geht halt erstmal rein, guckt, wie sich das Ganze so verhält, schaut, was die anderen nehmen, ja, und probiert das dann halt auch. Ne? Und guckt halt, was es noch so gibt. Ne? Man denkt sich, ja, schauen wir, ich schau mal in die Garage, was gibt es denn da so Interessantes? Und so kommt man dann halt langsam dem ganzen Bild dann etwas näher und kann das dann vervollständigt sehen. Aber ich meine, auf eine bessere Lösung bin ich halt auch nicht gekommen, ja? Außer auf diese offensichtlichen Sachen. Aber ich kann halt nur dann den Leuten raten, also wer halt Interesse hat, es gibt natürlich auch Leute, die gucken da rein und sagen sich, nee, das hat ja gar nichts mehr mit dem von damals zu tun, das will ich gar nicht. Aber wie gesagt, wenn es halt natürlich Leute gibt, die einfach mal interessiert sind, ja, an dem, was halt jetzt hier so hinzugekommen ist in all den Jahren und vielleicht Spaß daran haben. Und diese Leute gibt es ja auch, ja. Ich gehöre ja auch dazu. Ich sag's immer wieder. Ja, das momentane Tanky, auch wenn ich mich immer wieder über das Matchmaking aufrege, aber es ist nun mal, wie es ist, daran können wir nichts ändern. Also, wir sowieso nicht. Aber es ist, wie es ist, ne? Aber das momentane Tanky macht mir definitiv mehr Spaß als das alte. Das Einzige, was ich an dem alten vermisse, ist halt natürlich die deutsche Community, ne, die es halt damals gab. Die ist natürlich heutzutage nicht mehr präsent. Das ist halt nun mal ein Fakt. Ja. Wenn sich eine neue aufbauen würde, ja, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich gar keinen Punkt mehr, den ich an dem alten vermisse. So, muss ich mal ehrlich so sagen. Da gäbe es nichts, wo ich halt, dem ich halt irgendwie nachweinen würde. Ja, okay, vielleicht einzelnen Personen oder so, ne? Aber ich meine jetzt so in der Gesamtheit gäbe es da eigentlich nichts mehr. Ja, ne? Aber ich meine, das ist halt, wie gesagt, also Tanky könnte halt das alles ein bisschen besser gestalten. Ja, ich meine, du siehst halt hier, das ist ganz schön, ja. Immerhin hier, beispielsweise für Donner, siehst du ja wenigstens, was ist der Schaden? Was ist die Cooldown-Zeit? Wenn du Sachen verbesserst, siehst du ja auch genau, was halt da verbessert wird. Aber mein Riesenproblem ist halt, hier siehst du es nicht. Ne? Hier siehst du halt nicht, wenn du in diese Informationen reinklickst, was genau macht denn Amboss jetzt im Detail? Ja gut, der Schaden ist erhöht. Ja, der normale und der kritische Schaden ist erhöht. Und ich wiederhole mich da immer wieder. Ja, aber um wie viel genau? Das fehlt. Das ist sehr, sehr schade. Und was halt auch sehr unschön ist, ist halt dieses ganze Ausgeblendete. Man sieht, hier fehlt etwas. Ja, hier fehlt noch ziemlich viel.
Aber was? Das siehst du leider nicht. Dafür musst du erst wieder in das Tanky Online Wiki reingehen und da gucken, was es eigentlich gibt. Warum nicht einfach ausgegraut? Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise Vakuummunition nicht habe, warum kann man das nicht einfach ausgegraut anzeigen? Dann kann man aber trotzdem reinklicken und sehen, okay, das macht es. Ja? Genauso wie halt bei den anderen Sachen dann. So, damit ich halt weiß, was mir hier fehlt und ob sich das, was mir fehlt, lohnt. Ja. Es gibt halt einige Verbesserungsmöglichkeiten und ja, es wäre schön. Es wäre schön, wenn das halt irgendwie auch mal Einzug finden könnte. Vielleicht muss ich tatsächlich mal eine E-Mail schreiben. Erinnert mich am Montag wieder. Die berühmte Tanky Online-Mail, die nie rausgehen wird. Ja, aber gut. Ich meine mal, wer halt Interesse hat, der kann es gerne wieder ausprobieren, das Spiel. Also es kommen ja immer mal wieder alte Leute in das Spiel zurück und einigen gefällt das. Was halt natürlich schön ist, weil, ja, seien wir mal ehrlich, also ich will jetzt gar nicht den Chat aufmachen hier, ja, den Lobby-Chat. So, da ist ja, man liest jeden Tag das Gleiche. Es ist langweilig. Und es wäre schön, da mal neue Namen zu sehen, mehr im Chat zu lesen. So wie damals halt einfach, ne? Da kommst du halt, da hast du einen aktiven Chat. Heutzutage kannst du halt wirklich am Abend die Nachrichten vom Morgen lesen. Ja, das ist halt, ja, nicht so cool. Ne? Ist wie es ist. Gut. Aber ja, wie gesagt, man einfach ausprobieren, schauen, ne? Was die Gegner haben und dann halt einfach mal selber hier reingucken. Aber natürlich ist es halt nicht einfach, wenn dir halt vieles hier verborgen bleibt. Ja, du hast halt irgendwelche Sachen nicht freigeschaltet und es ist halt einfach mit einem Fragezeichen hinterlegt. Das ist halt unschön. Ja. So. Es ist halt witzig, weil hier siehst du ja, was es für Granaten gibt. Ja, du siehst, also auch wenn hier die Fragezeichen sind, aber du siehst, was es für Granaten gibt. Ja. Aber es ist ein Fragezeichen. So. Aber du siehst, was es gibt. Das wäre doch wenigstens auch mal ein Ansatz. Ja. Aber wie gesagt, bei den anderen Sachen, wie hier, da siehst du es nicht. Das ist nicht verfügbar. Okay. Aber was? Was genau ist denn nicht verfügbar? Ja. Ich finde, es gibt halt einige Sachen, die könnte man wirklich angenehmer gestalten. Ja. Aber gut. Egal. Ich hoffe, es war irgendwie einigermaßen interessant und auch hilfreich. Vielleicht. Ich weiß das nicht. Ja, aber ansonsten, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Spaß. Das Ding haben wir doch tatsächlich gewonnen. Also ich kann das Ganze hier als Sieg verbuchen. Wunderbar. Ich hatte da noch eine andere Idee, aber dazu will ich kann nicht jedes Mal sagen, dass ich irgendetwas vorhabe und dann wird das nie in die Tat umgesetzt. Allein schon das Tanky Online Radio, dass das überhaupt zu einem Abschluss kam, ja, das ist schon ein Wunder. Ja, egal, ich werde meine Gedanken nicht mehr äußern. Aber ich hatte noch eine Idee. Aber ich lasse das. So, okay, ich weiß, jetzt habe ich euch wieder neugierig gemacht. Aber vielleicht, wenn ihr ganz höflich seid, ja, wenn ihr ganz lieb darum bittet, ihr müsst nicht betteln, es reicht doch bitte. Ja, vielleicht sage ich das dann. Okay, wir sehen uns am nächsten Teil. Macht es gut oder auch besser. Rinjahauen, ist ja klar.